Noch nie war der Weltfriede so gefährdet wie jetzt. Mit Donald Trump, Duterte und Kim Jong-un gibt es verrückte Machthaber an den wichtigen Schaltzentralen der Machtpolitik. Was wäre, wenn ein globaler, vernichtender dritter Weltkrieg kommen würde und viele Menschen sterben müssten? Und falls es soweit kommt, was wir nicht hoffen, wie kann man das möglichst unbeschadet überstehen? Aber bevor ich zum Thema komme, stell sicher, dass du den Kanal schon abonniert hast, damit du nichts mehr verpasst. Ja, wie kann man in schlimmen Krisen überstehen und gesund bleiben? Darum soll es heute gehen. Donald Trump war eigentlich angetreten, um den Deep State und die Eliten im Hintergrund zu beseitigen oder gegen sie zu kämpfen. Aber es scheint, dass er keine Chance hat gegen die Machenschaften im Hintergrund, die, wie es aussieht, einen großen Krieg gegen die Länder im Osten, vielleicht Russland und China, planen. Insgesamt scheint Donald Trump sicher ein durchgeknallter Mensch zu sein, aber er scheint auch wenigstens auf Frieden aus zu sein mit Russland und Nordkorea und anderen Aggressoren. Trotzdem war die Gefahr für einen dritten Weltkrieg nie größer. Einerseits haben wir einen egozentrischen Machthaber und andererseits eine aggressive Elite im Hintergrund. Das alles könnte den großen Krieg münden. Das wollen wir nicht hoffen, aber wenn es doch passiert, wie können wir das möglichst unbeschadet überstehen? Aber zuerst mal solltest du mein Übersichtsvideo schauen, da gebe ich die 5 besten Tipps, wie du einen Atomkrieg überleben kannst oder einen dritten Weltkrieg. Dazu kannst du einfach hier klicken. Und zwar ist es so, dass ich sehr viele Videos verlinken werde in diesem Video und dazu könnt ihr einfach immer hier klicken und es seht jetzt hier eingeblendet, wie das funktioniert. Das ist eigentlich relativ einfach. Und ihr könnt ihr auch in einem neuen Tab öffnen. Der erste Tipp, um so einen Krieg zu überleben, ist aufs Land zu ziehen. Da findet ihr hier das Video. Der zweite Tipp ist, dass ihr euch Vorräte anlegt, die auch lange halten und dass ihr auch versucht, selbstständig euch selbst versorgen zu können. Der dritte Tipp ist, dass ihr euch ein Netzwerk macht, das auch in Krisenzeiten standhält. Und der 5. Tipp ist, dass ihr auf eure Gesundheit achtet, um so einen Krieg zu überstehen. Und zwar ist es so, dass bei einem Krieg die allermeisten Menschen nicht sterben an den unmittelbaren Kriegsfolgen, sondern an den Folgen danach, an Krankheiten und Seuchen. Und es trifft ganz besonders zu auf einen Atomkrieg, wo auch die radioaktive Strahlung versucht, deine Gesundheit zu zerstören und wo viele Menschen zum Beispiel an Krebs sterben. Aber wenn du eine fitte und starke Abwehr, eine gute Gesundheit hast, dann kann deine Abwehr die Strahlenschäden beheben und sie kann auch Krebszellen, die am Entstehen sind, bekämpfen. Und wie das alles bei mir begonnen hat, wieso ich so für Gesundheit bin, mich für Gesundheit einsetze, auch mit diesem Kanal übrigens. Das hat alles begonnen, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Ich habe gesagt, nein, ich will hier nicht als Patient enden. Und meine Erfahrung dazu findet ihr auch hier verlinkt. Wenn eine Atombombe einschlägt, dann werden alle, die nicht unmittelbar von der Bombe getötet werden, von starker radioaktiver Strahlung belastet. Und das kann je nach Witterung und Geografie bis zu Hunderten von Kilometern weit ein Gebiet umspannen. Und da gibt es auch wieder 2 Strahlungsarten. Und zwar wäre das zum einen die Sofortstrahlung. Die besteht vor allem aus Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung, die sofort, nachdem die Atombombe eingeschlagen ist, strahlt. Und die ist besonders intensiv bis zu 1 Minute nach dem Einschlag. Die zweite Kategorie ist die sogenannte Rückstandsstrahlung. Und die ist auch noch viel länger wirksam. Und die besteht zum einen aus dem verstrahlten Gelände, das dann auch noch lange seine Strahlung abgibt, aber nach einigen Tagen klingt es auch ab. Und der zweite Punkt ist der sogenannte Fallout. Der Fallout wird genannt, dass die verstrahlten Teilchen, die von der Atombombe verstrahlt wurden oder ausgetreten sind, dass die noch einige Wochen lang herunterregnen und dass so das Gebiet weiter radioaktiv verstrahlt ist. Die gesamte Rückstandsstrahlung ist schon nach einigen Wochen nicht mehr tödlich, aber sie ist noch so stark, dass sie deine Gesundheit erheblich belasten kann und dir einen frühen Tod bescheren kann. Ja, wie kannst du deinen Körper vor diesen Strahlenschäden schützen? Zum einen ist es erstmal Krebs vorbeugen und Immunsystem stärken, die Punkte werde ich später behandeln. Aber du kannst dich auch ganz konkret vor den Strahlungsschäden schützen. Regierungen empfehlen die sofortige Einnahme von Jodid, damit sich das in deiner Schilddrüse anlagert und kein radioaktives Jodid aufgenommen wird. Außerdem gibt es starke Hinweise, dass Vitamin D, das zum Beispiel an der Sonne von deiner Haut produziert wird oder das du aufnehmen kannst, die Fähigkeit hat, Strahlungsschäden zu mindern. Ganz besonders wichtig zu erwähnen ist aber auch Brokkoli. Das Gemüse enthält das Diindolylmethan. Es wurde nachgewiesen in einer Studie von der University of Georgetown an Ratten ausgeführt, dass dieses Molekül nachweislich Strahlungsschäden mindern kann. Weitere Pflanzen, die Strahlungsschäden mindern können, sind Thymian, Ringelblume und Walnussblätter. Wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann könnt ihr diese Pflanzen zu jeder Jahreszeit zur Verfügung haben, wenn die in eurem Garten sind. Wie ihr einen guten Garten anlegt, dazu werde ich bald ein Thema machen, also abonniert unbedingt den Kanal. Ein weiterer Punkt, um euch vor Strahlungsschäden zu schützen, ist, dass ihr euren Körper entgiftet. Und das könnt ihr vor allem durch das Zwiebelgemüse, aber auch Knoblauch und Bärlauch. Es hat eine entgiftende Wirkung, aber eben auch durch Bäder und Salzbäder. Aber nicht nur die unmittelbaren Strahlenfolgen sind das Problem, sondern es gibt noch ein krasseres Problem mit der Strahlung, und zwar das Problem Krebs.
Du hast ständig unzählige Krebszellen in deinem Körper und deine Abwehr ist ständig damit beschäftigt, irgendwie diesen Krebs unter Kontrolle zu halten. Und du kannst deinem Immunsystem dabei helfen. Einen Ansatz dazu findest du in diesem Video, da habe ich ein Interview mit einem Freund gemacht, der Chemie studiert hat. Aber sehr, sehr viel kannst du auch mit deiner Ernährung tun. Weil fast jede Ernährungsart hat entweder eine krebsfördernde oder eine krebsbeseitigende Wirkung. Hier findest du ein Video, wo ich die 5 krebserregendsten Lebensmittel, die du unbedingt meiden solltest, erwähne. Ganz oben auf der Liste von den Gemüsen, die gegen Krebs sind, also die antikarzinogen Gemüse, ist wieder der Knoblauch und die Zwiebel. Aber allgemein alles Gemüse ist antikarzinogen. Eine globale Krise oder ein Atomkrieg oder ein Weltkrieg wird auch dazu führen, dass das hygienische System deutlich schlechter wird und viel mehr Leute krank werden und sich infizieren und Seuchen sich ausbreiten werden. Aber auch hier ist es so, wenn du ein starkes und ein fittes Immunsystem hast, dann kann dein Körper diesen Seuchen widerstehen. Oder falls du doch krank wirst, wirst du möglichst bald wieder gesund. Aber nicht nur gegen Krankheiten, sondern auch eben gegen Krebs ist ein starkes Immunsystem wichtig. Die T-Zellen deines Immunsystems können an den Rezeptoren von jeder einzelnen Zelle erkennen, ob diese gut oder böse sind, ob sie zu deinem Körper gehören oder nicht. Bei bösartigen Zellen lösen diese T-Zellen einen Alarm aus und dann konzentriert sich das Immunsystem, diese Zellen zu vernichten. Das einzige Problem besteht, wenn dein Immunsystem den Fehler nicht erkennt. Und es gibt gewisse Krebszellen, die es schaffen, das Immunsystem quasi auszutricksen, sodass das Immunsystem denkt, das ist eine gute Zelle. Und dann kann sich diese Krebszelle immer mehr vermehren und ein Tumor entsteht. Wenn also dein Immunsystem aktiv und fit ist, dann ist es die beste Vorbeugung gegen Krebs. Aber wie kannst du dein Immunsystem auf rein natürliche Weise stärken und so, dass es auch lange hält? Die besten Tipps dafür bekommt ihr in dem Video. Viele Menschen sind es gewohnt, wenn sie krank sind, erstmal auf pharmazeutische Mittel zurückzugreifen. Und in manchen Fällen mag es auch berechtigt sein. Aber in vielen Fällen ist es so, dass sie deinem Körper nicht helfen, langfristig gesund zu sein. Und deshalb geht es bei mir in dem Kanal auch immer um natürliche Heilmittel. Demnächst zum Beispiel werde ich ein Interview machen mit einer Expertin für Heilpflanzen. Schaut, dass ihr also unbedingt dran bleibt. Außerdem gibt es ein Video, wie ich euch die Stärken von der Aloe Vera erzähle und wie ich sie selber bei mir zu Hause halte. Das findet ihr hier. Außerdem, wie schon erwähnt, ist die Ernährung ein ganz wichtiger Faktor für deine Gesundheit. Und es ist so, dass jede Pflanze, jedes Gemüse und Obst, was ihr esst, hat eine bestimmte Heilwirkung auf deinen Körper und für bestimmte Krankheiten. Und deshalb ist es wichtig, sich möglichst pflanzlich zu ernähren. Und wie ihr es schafft, dass jedes pflanzliche Gericht, das ihr macht, auch lecker wird, findet ihr in diesem Video. Außerdem sind Smoothies ganz besonders gesund. Meine 2 leckersten Rezepte habe ich euch hier in diesem Video verpackt. Und es kommt ganz bestimmt ohne unleckere Sachen wie irgendwelches grünes Zeug gemischt mit Obst aus. Generell ist es so, dass ich erlebt habe, dass man mit seiner Ernährung extrem viel für seine Gesundheit tun kann. Und jetzt ist es so, je kränker man ist, desto mehr muss man auf die Ernährung achten, um trotzdem ein ganz normales Leben führen zu können. Und es scheint das Prinzip zu geben, dass je näher wir an die ursprüngliche Ernährung rangehen, desto gesünder werden wir. Das habe ich in einem Graph mal hier verlinkt. Also je näher wir an diese ursprüngliche Ernährung, die im Garten Eden bestanden hat, wo sie nur Obst und Gemüse gegessen haben, je näher wir da rangehen, desto mehr können wir, wenn wir Krankheiten haben, die heilen. Mit diesem Video, aber noch viel mehr mit diesem Kanal möchte ich dir helfen, möglichst lange gesund zu bleiben. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder dass du den Kanal abonnierst. Ja, schön, dass du reingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.